Neugier, weil ich so eine Veranstaltung ja gar nicht kenne. Insofern trete ich hier in eine andere Welt und auch in eine andere Form der Tagung. Das geht hier improvisierter zu als bei den philosophischen Tagungen, die ich sonst kenne. Unten rechts seinen eigenen Rahmen. Dadurch können sich unterschiedliche einbringen mit unterschiedlichen Facetten. Ja, und das ist eben auch so ein Schöpfen aus dem, was da ist. Womit könnte ich den anderen Menschen hier drinnen eine Freude machen? Wo könnte ich ansetzen? Es kann auch sein, und das ist auch immer ein guter Ansatz, wo möchte ich etwas lernen? Das heißt, dass man eine Frage, die man vielleicht schon länger mit sich umtreibt, dass man sich dieser Frage widmet. Ich fand es erst befremdlich, aber ich war dann überrascht, dass es doch funktioniert und dass es eine andere Art von wechselseitiger Partizipation nicht nur an den Themen, sondern auch an der Art der Veranstaltung dadurch entstanden ist. Wir streifen Bewusstseinsebenen, Erweiterung unseres Selbst. Wir schauen anders auf wirtschaftliche Themen. Wir verbinden, wie Josef Stadler, der Gründer und Founder quasi dieses Formates, sagen würde, wirtschaftliches Tun mit menschlichem Sein. Ich habe gestern einen kleinen Ausschnitt mal gezeigt, eine halbe Stunde den Teilnehmenden, was man mit Gongs machen kann, was das für ein eigenes Universum sein kann. Mein Thema war heute, eine Ransomware meldet sich. Ich habe eine Frage mitgebracht, und zwar: Was jetzt? Was ist jetzt zu tun? Das sind interessante und wichtige Ergebnisse, die ich jetzt mitnehme, um sie weiter zu verfeinern und auch weiter zu validieren mit anderen Gesprächspartnern. Wir reden ein bisschen über Tugenden und Laster, weil es ja auch so um Fragen des guten Lebens und des guten Zusammenlebens innerhalb von Organisationen geht. Und ich habe zusätzlich eben ein bisschen über das Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft improvisiert. Also herzlich willkommen zum Workshop Integrale Wahrnehmung. Integrales Management ist einfach immer ein wichtiges Thema. Es ist immer eine inspirierende Konferenz, auf der ich über wichtige Themen, auch in der persönlichen Weiterentwicklung, in der Weiterentwicklung der Gesellschaft nachdenken kann, mir überlegen kann, was können meine Beiträge dazu sein und vor allem auch immer gute Gespräche habe. Jeder, der hier ist bestrebt, neue Perspektiven zu erfahren, seinen Horizont zu erweitern. Von daher ist es extrem offen, extrem neugierig und extrem liebevoll wertschätzend, die Menschen hier miteinander.